Ich begrüße dich recht herzlich zum heutigen Video. Diesmal geht es um den roten Faden durchs Horoskop. Das heißt, wenn ich ein Geburtshoroskop vor mir liegen habe, wo fange ich an? Ja? In erster Linie ist einmal der Aszendent wichtig. Und dafür brauche ich die genaue Geburtszeit. Weil die Geburtszeit gibt uns an, welches Tierkreiszeichen am Osthorizont zum Zeitpunkt unserer Geburt stand. Und genau dieses Tierkreiszeichen gibt uns an, welche Lebensaufgabe ich mir für diese Inkarnation vorgenommen habe. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel einen Zwillingsaszendent habe, dann habe ich mir für diese Inkarnation die Lebensaufgabe vorgenommen, die der Zwilling-Archetyp beinhaltet. Dann schaue ich mir den sogenannten Aszendentenherrscher an. Das ist jener Planet, der zum Tierkreiszeichen Zwilling gehört, nämlich in dem Fall der Merkur. Wo ich diese Lernaufgabe dann üben möchte, wo ich sie mir aneignen möchte, wo ich daran lernen möchte, das zeigt uns, in welchem Haus, in welchem astrologischen Haus der Aszendentenherrscher steht, wo er sich befindet. Man kann auch sagen, wohin er ausgewandert ist. Das hört man auch immer wieder in der Literatur. Und somit habe ich schon eine ganz, ganz große Sache erkannt. Das heißt, wozu hat ein Mensch sich, ein Klient, eine Klientin sich inkarniert, um was zu erlernen. Dann im Gegensatz dazu gibt es das sogenannte Sonnenzeichen. Das ist das Zeichen, in dem die astrologische Sonne steht. Das heißt, in dem Zeichen, in dem meine Sonne steht, ist das Zeichen, in dem ich geboren bin. Wenn ich zum Beispiel eine sogenannte Waage bin, dann sagt man, das ist die Position der Sonne zur Zeit meiner Geburt. Das heißt, die Sonne steht zum Tag meiner Geburt in der Waage. Die Sonne bedeutet, das ist meine Persönlichkeit. Und mit dieser Persönlichkeit möchte ich das Aszendententhema erlernen. Sprich, ich möchte mit der Persönlichkeit einer Waage erlernen, was alles ein Zwilling-Aszendent beinhaltet, welche Themen der beinhaltet, ohne dass ich jetzt ins Detail gehe, weil ich möchte jetzt eigentlich nur die Struktur darstellen. Dann gibt es noch das sogenannte MC, das Medium Coeli oder auch Zoeli genannt. Medium Zöli hört man auch öfters. Das ist jenes Tierkreiszeichen, das zur Zeit unserer Geburt, zum Zeitpunkt unserer Geburt im Süden stand. Und das zeigt uns an, welche Bedeutung wir in der Gesellschaft haben werden, welche Bedeutung wir mit unserer Inkarnation haben werden. Das können wir jedoch nicht direkt, sondern nur indirekt beeinflussen, indem wir unser Aszendentenzeichen lernen und indem wir unsere Persönlichkeit leben. Dann gibt es noch den sogenannten Mond, das Tierkreiszeichen, in dem unser Mond steht, also zum Zeitpunkt der Geburt. Der Mond zeigt uns an, mit welcher Stimmung wir durch dieses Leben gehen, mit welcher Stimmung wir die Dinge betrachten, wie wir uns fühlen in diesem Leben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil da gibt es natürlich ganz viele Unterschiede, zum Beispiel zu unserem Sonnenzeichen oder auch zu unserem Aszendentenzeichen. Und dann gibt es noch den Saturn, der zeigt uns an, wo wir in unserem Leben die meiste Stabilität haben, wo wir wie ein Fels in der Brandung sein können und wo wir die meisten Hindernisse überwinden können. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir diese Faktoren betrachten, haben wir schon ganz, ganz viel über unsere Persönlichkeit oder über die Persönlichkeit des Klienten, der Klientin erfahren. Und das Ganze können wir dann sehr, sehr gut in die aktuelle Zeitqualität einbetten, nämlich in einer sogenannten Prognose. Das heißt, wenn ich die aktuelle Zeitqualität in Bezug setze zu unserem Geburtshoroskop, können wir ganz gut herausfinden, wie lange und in welchem Ausmaß ein Mensch gerade oder eine Person gerade mit Themen beschäftigt ist, wie lange das andauert und was mögliche Lösungswege sind oder mögliche Ressourcen auch aus dieser Zeit und was ich aus dieser Zeit schöpfen kann, wie ich aus dieser aktuellen Zeitqualität dann lernen kann, beziehungsweise was gerade aus meinem Geburtshoroskop angetriggert wird. Denn ich kann das Leben ja nur so sehen und ich kann nur so angetriggert werden, wie ich es in meinem Geburtshoroskop vorfinde. Wenn du Unterstützung brauchst zu deinem Geburtshoroskop, zu deinen Lebensthemen, zu deinen Ressourcen, Potenzialen oder auch in Bezug zur aktuellen Zeitqualität, dann melde dich gerne bei mir unter info@astrobalance.com. Ich kann dir gerne in einem persönlichen Termin Näheres dazu berichten.
Wenn dir mein Video gefallen hat, gib mir gerne ein Like oder abonniere meinen Kanal, damit du keine weiteren Videos mehr versäumen kannst. Ich wünsche dir alles Gute, freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist und schicke dir ganz liebe Grüße.